Aber eben auch in Deutschland, wir haben es schon angesprochen, wird natürlich der Opfer gedacht. Es gibt auch verschiedene Demonstrationen, Kundgebungen heute dazu. Dorothea Schopelius ist für uns also auf dem Bebelplatz hier in Berlin. Dorothea, wie gestaltet man dieses Gedenken dort? 7. Oktober 2023, vor einem Jahr um 6:29 Uhr flogen die ersten Raketen Richtung Israel und zur gleichen Zeit wurden an 29 Grenzpunkten die Grenze zu Gaza von Terroristen durchbrochen. Es sind 1139 Menschen ermordet worden, 239 Geisel genommen und allein 364 der Ermordeten wurden auf dem Nova Festival ermordet. Direkt hinter mir zu sehen auf dem Bebelplatz hier in Berlin ist ein nachgebauter Hamas-Terrortunnel. Wir gehen einmal rein, um zu zeigen, wie eng, wie klein dieser Tunnel ist. Natürlich ist das hier Pappmaché, es ist kein echter Tunnel. Man möchte sich nicht anmaßen, das wirkliche Leid eines Hamas-Geisels hier nachempfinden zu können. Aber wer den Bebelplatz besucht, der soll vermittelt bekommen, es ist kaum Luft, es ist kaum Licht. Ich kann ja einmal zeigen, wie wenig Platz hier letztendlich ist. Und genau in so einem Tunnel sind ja erst vor kurzem wieder ermordete Geisel gefunden worden. Wenn wir aus diesem nachgebauten Tunnel wieder rausgehen, dann können wir uns hier angucken, 21 Kibbuze sind überfallen worden, es sind Familien, Babys abgeschlachtet worden und hier sehen wir nachgebaut ein Wohnzimmer nach dem Massaker. Es ist Blut zu sehen, es sind Scherben zu sehen, es ist ein kaputtes Babybett voller Blut zu sehen und direkt dahinter die leeren Stühle, die ja schon symbolisch geworden sind, die weißen Plastikstühle für die Entführten, teilweise eben inzwischen steht sogar schon drauf Ermordeten. Und man sieht viele junge Menschen, denn wie gesagt 364 allein auf dem Festival ermordet und so viele Geiseln genommen. Junge Menschen, junge Familienmitglieder und da hinten, das ist jetzt etwas zu weit weg, um es zu zeigen, aber sind auch noch persönliche Gegenstände von Kamel Gad. Sie ist eine der Geiseln, die vor kurzem ermordet in einem solchen Hamas-Tunnel entdeckt wurde. Sie ist erschossen worden, kurz bevor das israelische Armee zu ihr durchdringen konnte. Und unter anderem sind dort auch Kleidungsstücke von ihr, die sie am Tag der Entführung trug und verbrannte Bücher. Und da möchte ich noch eine Sache zu sagen. Wir stehen auf dem Bebelplatz in Berlin. Das ist nicht irgendein Platz, das ist der Platz der Bücherverbrennung. Der Ort, an dem die Nationalsozialisten vor vielen Jahren Bücher verbrannten von Menschen, die ihnen nicht passten, von Juden. Deswegen ist es besonders sinnbildlich, dass an diesem Ort jetzt wieder eine Gedenkstätte ist für das größte Massaker an Juden seit dem Holocaust, also seit dem Verbrechen der Nazis.